Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Schön, dass du da bist. Heute geht es um ein Thema, das viele von euch sicher kennen, besonders wenn man wie du auf B1-Niveau ist. Man hat die Grammatik so einigermaßen drauf, die Vokabeln auch, aber irgendwie klingt's beim Sprechen noch nicht so richtig rund. Genau, es geht um deine deutsche Aussprache. Und wir stützen uns da auf einen echt interessanten Austausch von Deutschlehrern, aus dem du uns ja was geschickt hast. Unsere Mission heute: Wir picken uns die besten, die praktischsten Tipps aus diesem Gespräch raus, sodass du weißt, worauf du dich konzentrieren kannst, um ja einfach klarer und verständlicher zu klingen auf Deutsch. Das ist ja auf B1 oft so der nächste große Schritt, ne? Weg vom reinen Wort für Wort hin zum flüssigen Sprechen. Okay, lass uns mal reinschauen, was die Profis da aus der Praxis berichten. Mir ist beim Hören direkt aufgefallen, wie direkt die waren. Also keine staubtrockene Theorie, sondern wirklich Beobachtungen aus dem Unterricht und ganz konkrete Tipps. Einer klang ja fast schon ein bisschen frustriert, dass Aussprache oft so, stiefmütterlich behandelt wird. Alle stürzen sich auf Grammatik und Vokabeln, aber wie es am Ende klingt? Ja, das ist ein Riesenpunkt, das kommt oft zu kurz. Genau, und warum ist das aus Sicht dieser Lehrer so ein Problem? Gerade für dich, auf deinem Level. Naja, die Lehrer haben das ganz klar gesagt, gute Aussprache ist nicht nur Deko, sondern absolut fundamental. Es geht nicht nur darum, ob man dich versteht, sondern auch wie leicht. Eine sehr undeutliche Aussprache, die strengt das Gegenüber an, führt zu Missverständnissen, vielleicht sogar zu Unsicherheit bei dir selbst. Und was in der Diskussion auch stark rauskam, es geht nicht nur um einzelne Laute, so das typische Schich oder Ü, sondern die haben immer wieder auf den Klangfluss gepocht, den Rhythmus, die Melodie im Satz. Okay. Das ist halt super wichtig, wenn du, wie auf B1 ja üblich, längere Sätze bauen und dabei noch natürlich klingen willst. Ist halt der Unterschied, ob man nur Wörter aneinander reiht oder wirklich in sinnvollen Sprachbögen spricht. Das leuchtet ein. Das Gesamtpaket zählt. Und da hatten die ja sofort einen sehr handfesten Tipp. Fast schon banal, aber anscheinend wichtig. Zuhören und dann bewusst langsam nachsprechen. Einer hat's ja super auf den Punkt gebracht. Vergesst das Tempo. Klarheit ist alles. Man muss nicht schnell sprechen, man muss klar sprechen. Das nimmt ja echt Druck raus, oder? Absolut, total. Viele denken ja, fließend heißt automatisch schnell. Ja, genau. Und warum haben die Lehrer diese Langsamkeit so betont? Was steckt da genau dahinter? Die haben das quasi als eine Art Entschleunigung für den Mund beschrieben. Wenn du bewusst langsam sprichst, gibst du dem Gehirn und deinen Sprechwerkzeugen, Zunge, Lippen, Gaumen überhaupt erst die Chance, diese für uns Deutschen oft ganz normalen, aber für Lernende eben ungewohnten Laute und Betonungen genau zu formen. Mhm. Die nannten das wirklich Training fürs Muskelgedächtnis. Muskelgedächtnis für die Zunge, okay. Genau. Stell dir vor, deine Zunge muss an eine Stelle, wo sie in deiner Muttersprache vielleicht nie hin muss. Das braucht Übung. Wie im Sport. Stimmt. Wenn du dann schnell sprichst, fällst du oft in alte Muster zurück oder nuschelst. Aber langsames, klares Wiederholen, das baut Präzision auf. Und die Lehrer waren sich da einig. Diese bewusste Langsamkeit am Anfang, das ist die Grundlage für spätere Flüssigkeit und Korrektheit. Ah ja. Es baut nicht nur die richtige Bewegung auf, sondern auch das Selbstvertrauen. Hey, ich kann diesen Laut machen. Und das ist psychologisch enorm wichtig, gerade wenn du dich auf B1 an längere Gespräche wagst. Super Bild, das Muskelgedächtnis für die Zunge. Also nicht hudeln, sondern präzise sein. Und das führt uns ja direkt zum zweiten großen Rat aus der Quelle. Das aktive Nachahmen. Von Muttersprachlern, klar. Hört genau hin und sprecht es laut nach. So klang das da. Also nicht nur im Kopf mitdenken, sondern wirklich hörbar machen. Das fand ich echt interessant. Warum ist dieses laute Üben so viel besser als das stille Wiederholen? Reicht Hören nicht? Ja, das haben die Lehrer auch sehr, sehr bildhaft erklärt. Lautes Üben, das ist körperlich. Ein kinästhetischer Prozess. Kinästhetisch? Ja, also du hörst den Klang nicht nur von außen, über die Ohren,
sondern auch von innen. Du spürst die Vibration im Kopf, im Brustkorb, du fühlst die Bewegung deiner Zunge, die Spannung der Lippen. Das Gehirn verknüpft dann den Klang viel stärker mit der körperlichen Aktion, es prägt sich besser ein. Okay. Einer hat den Vergleich zum Tanzen gebracht. Du lernst die Schritte nicht, indem du nur zuschaust, du musst sie selbst machen. Macht Sinn. Beim stillen Wiederholen im Kopf ist halt auch die Gefahr, dass man sich was vormacht. Man denkt, man kann's, aber die Motorik fehlt. Und gerade für den Rhythmus und die Satzmelodie, da ist lautes Sprechen Gold wert. Du spürst den Fluss, die Betonungsgipfel, also wo es lauter oder höher wird, die Pausen, viel direkter. Ah ja. Die Lehrer meinten, das sei der beste Weg, um dieses typische, abgehackte Sprechen loszuwerden, was viele auf B1 noch haben, wenn sie Wort an Wort reihen, statt in Melodien zu denken. Okay, das erklärt, warum nur hören oder stilllesen oft nicht reicht für die Aussprache. Man muss es tun. Die Lehrer in deiner Quelle hatten dann ja auch ein konkretes Tool erwähnt, Glossica. Sie haben es beschrieben als eine Plattform, wo man ganze Sätze hört und nachspricht. Also nicht nur einzelne Wörter, sondern komplette Äußerungen. Interessant war, dass sie sagten, sie nutzen das selbst und empfehlen es auch, weil es eben genau diese wichtigen Dinge, Laute, Rhythmus, Sprachgefühl zusammen trainiert. Wir geben hier natürlich keine Empfehlung ab, wir berichten nur, was die Quelle sagt. Aber dieser Ansatz, mit ganzen Sätzen zu arbeiten, der passt ja gut zu dem, was du gerade erklärt hast. Genau das ist der Punkt. Und die Begründung der Lehrer, warum sie solche Methoden, also das satzbasierte Wiederholen, für so effektiv halten, die war echt aufschlussreich. Es stellt sich hier die Frage, warum ist das oft besser, als isoliert Wörter oder Laute zu pauken? Ja. Die Lehrer sagten halt, Sprache passiert in Sätzen, im echten Leben. Wenn du einen ganzen Satz nachsprichst, übst du die Laute automatisch in ihrer natürlichen Umgebung. Du hörst und sprichst, wie Wörter am Satzende klingen, wie sie verbunden werden, diese Koartikulation nennen das die Experten. Koarti was? Koartikulation. Das heißt, Laute beeinflussen sich gegenseitig. Ein Nö klingt anders vor einem T als vor einem G. Ah, okay. Und du spürst eben auch, wie die Stimme über den Satz hinweg ansteigt oder abfällt. Einer nannte es die Sprachmusik lernen. Das verbessert nicht nur die einzelnen Noten, also die Laute, sondern das Gefühl für die ganze Melodie, die Satzintonation. Und das ist wieder super relevant für dich auf B1. Die Lehrer meinten auch, durch das ständige Hören und Nachsprechen von korrekten Sätzen schleifen sich auch typische Satzmuster und Strukturen unbewusst ein. Das heißt, es ist mehreres auf einmal. Aussprache, Rhythmus, Melodie und sogar ein bisschen Grammatik. Genau. Ein vielschichtiges Training, sozusagen. Im Kontext. Okay, das klingt echt nach einem runden Ansatz. Nicht nur Töne üben, sondern die Musik der Sprache. Fassen wir doch mal die Routine zusammen, die die Lehrer da empfohlen haben. Das klang nämlich total machbar. Die sprachen von so 10 bis 15 Minuten. Täglich. Mhm. Mehr sei gar nicht unbedingt nötig, aber eben die Regelmäßigkeit. In dieser Zeit Sätze hören von Muttersprachlern, aus Medien oder eben mit so Tools und dann laut, aber eben langsam und klar nachsprechen. Fokus auf Deutlichkeit, nicht auf Speed. Versuchen, den Rhythmus zu schnappen, ganze Sätze zu imitieren. Genau. Und dann kam diese coole Analogie von einem der Lehrer. Aussprachetraining ist wie Sport oder ein Instrument lernen. Die Magie liegt in der täglichen Wiederholung, nicht in so Hauruck-Aktionen. Ja, das war wirklich ein Kernpunkt bei den Lehrern. Ihr Credo war klar, lieber jeden Tag ein bisschen, als einmal im Monat stundenlang und dann wieder wochenlang nichts. Ja. Das macht diese Riesenaufgabe, Aussprache verbessern, auf einmal total überschaubar. Weniger einschüchternd. 10, 15 Minuten, das kriegt man ja meistens irgendwie unter. Vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, beim Kochen, in der Pause. Stimmt. Die Lehrer betonten, dass dieser kurze, aber eben regelmäßige Input fürs Gehirn und das Muskelgedächtnis viel besser ist, um Muster zu festigen. Besser als seltenes Pauken, nachdem man dann wieder alles vergisst. Und das passt ja super zu dem, was wir über dich als Lerner wissen. Du suchst dir effiziente, machbare Strategien. Genau.
ohne dass man sich gleich total überfordert fühlt. Diese Methode der kleinen, konsequenten Schritte ist da ideal. Es geht darum, eine Gewohnheit draus zu machen. Ein kleiner täglicher Sprint statt eines seltenen Marathons. Das gefällt mir. Das ist echt motivierend. Okay, also die Kernbotschaft aus diesem Lehrertalk ist, ja, du kannst deine Aussprache auf B1 echt spürbar verbessern. Und es braucht keine Magie, sondern konzentrierte, regelmäßige Arbeit. Die Schlüssel sind, laut den Profis, genau hinhören, bewusst langsam und klar wiederholen und Muttersprachler laut nachahmen. Am besten ganze Sätze, um die Melodie mitzunehmen. Exakt. Und wenn wir jetzt noch einen kleinen Gedanken draufsetzen, basierend auf diesen Tipps. Die Lehrer haben ja sehr das Nachahmen betont. Das Imitieren des Vorbilds, um Laute, Rhythmus, Melodie richtig hinzukriegen. Das ist ja auch die Basis, keine Frage. Aber es wirft für dich auf deinem weiteren Weg eine interessante Frage auf. Während du diese Vorbilder nachahmst und deine Technik verbesserst, wie findest du dabei eigentlich deine eigene, authentische Stimme im Deutschen? Guter Punkt. Ist das Ziel wirklich immer, perfekt zu klingen wie jemand, der hier geboren ist? Also die komplette akzentfreie Assimilation? Oder liegt das Ziel vielleicht eher darin, eine Aussprache zu haben, die klar ist, mühelos verständlich und vor allem selbstbewusst rüberkommt? Eine Aussprache, mit der du dich wohlfühlst, die deine Persönlichkeit zeigt, auch wenn vielleicht ein kleiner individueller Akzent bleibt. Ja. Darüber mal nachzudenken, das kann dir helfen, deine persönlichen Ziele fürs Üben zu finden und die Motivation zu behalten. Es geht ja nicht nur darum, Regeln zu kopieren, sondern dich als Person in der neuen Sprache auszudrücken. Souverän. Ein sehr wertvoller Gedanke zum Schluss. Die Balance finden zwischen Korrektheit und dem eigenen Ausdruck. Verstanden werden, klar, aber auch authentisch bleiben. Super, vielen Dank, dass du mit uns in diese Einblicke der Deutschlehrer eingetaucht bist. Wir hoffen, diese Vertiefung gibt dir ein paar konkrete Ideen für dein weiteres Üben.